Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und diejenigen, die meine Videos schon ein bisschen länger schauen, die wissen, ich liebe Speiseplanung. Heißt, ich gehe nicht mehrmals die Woche ziemlich wahllos, ziellos einkaufen, sondern ich setze mich einmal die Woche hin und überlege mir ganz genau, was möchte ich in den nächsten 7 Tagen kochen. Ich erstelle mir einen Essensplan und darauf basierend dann eine Einkaufsliste und gehe damit einmal die Woche einen Großeinkauf machen. Dieses Thema greife ich auch immer wieder gerne hier auf diesem Kanal auf. Beispielsweise zeige ich euch unseren Wocheneinkauf und ich erzähle euch dann im Anschluss daran, was ich aus diesen Lebensmitteln alles kochen möchte die Woche. Was ich unter diesen Videos immer mal wieder gelesen habe, sind Kommentare von euch, in denen es heißt, dass ihr total gerne auch mit dieser Essensplanung loslegen möchtet, dass ihr aber nicht genau wisst, wie ihr euch organisieren sollt, dass ihr irgendwie nicht so organisiert seid und deswegen auch einfach nicht so den Einstieg findet. Deswegen dachte ich, genau darum geht es heute. Ich mache heute mal eine Art Einsteiger-Videos mit 5 Tipps, wie es einem vielleicht ein bisschen leichter fällt, mit der Speiseplanung loszulegen. So ein paar Tipps, die das Ganze vielleicht auch ein bisschen leichter erscheinen lassen, sodass diese Hürde Speiseplanung vielleicht auch gar nicht mehr so groß erscheint. Wie gesagt, ich bin sehr großer Fan der Speiseplanung und für mich hat das auch nur Vorteile. Man spart Geld, man spart Zeit, weil man nur noch einmal die Woche einen großen Einkauf machen muss. Man muss sich nicht mehr täglich mit dieser Frage herumschlagen, was soll ich heute kochen? Das heißt, es erleichtert einem den Alltag und es werden weniger Lebensmittel weggeschmissen zu Hause, weil einfach alles, was man kauft, auch wirklich verkocht wird oder verplant ist. Ganz egal, ob ihr mit der Speiseplanung loslegen möchtet, um Geld zu sparen oder um im Alltag einfach so ein bisschen organisierter zu sein und den dadurch so ein bisschen leichter zu gestalten. Dieses Video ist auf jeden Fall für euch geeignet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wie immer gilt, wenn dieses Video für euch hilfreich ist und ihr mich unterstützen möchtet, den Daumen nach oben nicht vergessen und einen Kommentar dalassen. Ganz lieben Dank. Los geht's. Mein allererster Tipp, bevor man mit der Speiseplanung so richtig losgeht, ist, sich eine Art Rezeptepool zu erstellen. Nehmt euch einen Zettel oder ihr könnt auch Karteikarten nehmen und schreibt da erstmal aus dem Kopf einfach mal alle Gerichte auf, die euch einfallen. Alles, was ihr häufiger mal kocht, auch nicht so häufig kocht, aber gerne häufiger kochen möchtet oder Gerichte, die ihr schon länger mal ausprobieren wolltet. Es geht hier nicht um die Zutaten, sondern es geht wirklich nur um das Gericht an sich. Schreibt das auf. So, und dann nehmt ihr alle eure Kochbücher aus dem Schrank, blättert die durch, schreibt euch auf, welche Gerichte ihr davon gerne kochen möchtet oder was euch gefällt. Das gleiche macht ihr beispielsweise bei Pinterest oder in Rezepte-Apps oder Webseiten. Durchforstet ihr einfach mal so ein bisschen, sammelt Ideen und schreibt einfach nur die Titel der Gerichte auf. Kleiner Tipp meinerseits, wenn ihr das aufschreibt, schreibt euch dahinter in Klammern, entweder aus welchem Kochbuch und von welcher Seite das Ganze ist oder von welcher Webseite und so weiter. Ihr könnt euch auch, das habe ich beispielsweise auch, einen Lesezeichenordner auf eurem Handy erstellen mit Rezepten, wo ihr die dann alle als Lesezeichen einspeichert oder ihr macht euch ein Board mit Rezepten bei Pinterest. Auch das habe ich. Also, dass ihr auf diese Rezepte auch wieder zurückgreifen könnt und wenn ihr eure Liste durchguckt, dass ihr dann auch direkt wisst, okay, da und da finde ich dann dieses Rezept. Dieser Rezeptepool ist natürlich super hilfreich, um da immer mal wieder drauf zu gucken und sich Ideen zu holen, wenn man seine Speiseplanung erstellt. Da muss man sich nicht diese 7 Gerichte aus dem Ärmel ziehen oder einfach überlegen oder dann halt nochmal von Neuem diese ganzen Kochbücher wälzen, sondern man hat das alles schon aufgeschrieben und kann einfach seine Liste durchgehen und guckt dann, was passt diese Woche und worauf habe ich Lust. Damit geht es auf jeden Fall um einiges schneller, spart einfach Zeit und auch Nerven vielleicht. Also nehmt euch einfach mal einen Abend Zeit, bevor ihr überhaupt loslegt und tragt alles an Ideen zusammen, schreibt alles auf. Und ich glaube, diese Liste oder diese Karteikarten, je nachdem, wie ihr es macht, ich glaube, die wird euch ordentlich weiterhelfen.
Darum, welche Zutaten ihr dann letztendlich für diese Gerichte braucht, kümmert ihr euch im nächsten Schritt. Also ich mache das wirklich immer so, bevor ich mich um die Zutaten aufschreibe, schreibe ich erstmal einfach nur die Gerichte auf, die ich in der Woche kochen möchte. Mein zweiter Tipp, was ich eigentlich auch fast immer mache, ist, bevor ihr euch überlegt, was ihr die Woche kochen möchtet, geht erstmal durch eure Küche, schaut in den Kühlschrank und schaut in alle Küchenschränke und guckt, was muss ganz dringend weg und was kann diese Woche verwendet werden. Damit wird eure Einkaufsliste ein bisschen kürzer und das, was jetzt vielleicht doch noch an frischem Gemüse oder so übrig ist, das wird nicht schlecht, sondern wird dann halt in der nächsten Woche verwendet. Das heißt, dieser Tipp ist halt für diejenigen hilfreich, denen es immer mal wieder passiert, dass Lebensmittel schlecht werden und sie demnach wegschmeißen müssen, oder auch für diejenigen, die natürlich Geld sparen müssen, weil man dadurch einfach schon mal von vornherein weniger oder so ein paar Zutaten weniger auf seine Einkaufsliste schreiben muss. Ihr habt noch Zucchini und Paprika übrig, dann plant eine Gemüsepfanne ein. Ihr habt noch eine Packung Linsen im Schrank, dann macht eine Linsenbolognese die Woche. Ihr habt noch eine Dose Kokosmilch, dann plant ein Curry ein und so weiter. Das sind jetzt natürlich nur Beispiele, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Für diese Gerichte habt ihr dann schon 1 bis 2 Zutaten da, ihr müsst weniger auf eure Einkaufsliste setzen. Und ich mache das immer vor jedem Einkauf, dass ich die Schränke durchgehe. Frisches bleibt bei uns eher häufiger übrig. Warum, das erfahrt ihr in einem der weiteren Tipps. Aber so ein paar Vorräte einfach. Wenn ich sehe, okay, wir haben gerade noch super viel Reis, dann plane ich ein Gericht mit Reis, weil ich muss keinen Reis kaufen. Wenn ich jetzt beispielsweise nicht geguckt hätte und dann hätte ich vielleicht kein Gericht mit Reis geplant, sondern, weiß ich nicht, mit Nudeln. Aber Nudeln hätte ich extra kaufen müssen. Klingt jetzt nach Kleckerbeträgen, aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? Außerdem schreibt sich der Speiseplan dadurch meiner Meinung nach auch leichter, weil man die geplanten Gerichte für die Woche halt darauf basiert, was man noch da hat. Zumindest vielleicht 1 bis 2 Gerichte die Woche. Ebenfalls eine gute Möglichkeit, um Geld und Mühe zu sparen, ist es, mehrere Gerichte mit der gleichen Zutat zu planen. Als kleines Beispiel einfach mal, ihr habt jetzt für einen Tag beispielsweise Ofenkartoffeln eingeplant, dann an einem weiteren Tag plant ihr eine Kartoffelsuppe ein. Das heißt, die Grundzutat für 2 Gerichte habt ihr schon da und die restlichen Zutaten für beide Gerichte sind nur noch sehr wenige. Da müsst ihr dann gar nicht mehr so viel dazu kaufen. Das heißt, 2 Gerichte mit einer Klappe sozusagen geschlagen. Ein Beispiel aus meinen Wocheneinkäufen häufig, wenn ich zum Beispiel ein Gericht mit Feta plane, wo ich nicht die ganze Packung Feta brauche, dann plane ich natürlich noch ein zweites Gericht ein, wo ebenfalls Feta benötigt wird. Zum Beispiel kochen wir total gerne eine Linsenbowl, wo als Topping oben so ein bisschen Feta drauf kommt. Da braucht man keine ganze Packung für. Und es wäre halt einfach schade, wenn der Rest vom Feta dann schlecht wird. Deswegen plane ich dann, wenn ich diese Linsenbowl koche, total häufig, also nicht immer, aber häufig, als zweites Gericht Flammkuchen ein, weil wir gerne Flammkuchen machen, wo unter anderem auch Feta oben drauf kommt. Ich denke, da lassen sich mehrere Gerichte finden, also auch aus Erfahrung kann ich da sagen, dass sich da eigentlich immer mehrere Gerichte finden oder fast immer, beziehungsweise mehrere Gerichte mit wo man eine Zutat, die man gekauft hat, irgendwie wiederverwenden kann. Deswegen schaut da mal so ein bisschen genauer. Was ich schon häufig als Gegenargument zur Speiseplanung gelesen habe, ist, dass man dann so festgefahren ist in dem, was man isst. Was ist, wenn man an einem Tag keinen Hunger auf dieses Essen hat? Mein Gedanke dazu ist, dass man auch mit einer vorgefertigten Speiseplanung flexibel sein kann. Was ich beispielsweise niemals mache, ist, dass ich sage, montags gibt es das, dienstags gibt es dann das. Das mache ich so nicht. Also ich ordne den Gerichten keinen festen Wochentag zu. Da bleibe ich flexibel. Ich gucke an dem Tag erstens, worauf habe ich Lust an dem jeweiligen Tag, und zweitens, weil ich das nämlich letztens auch mal unter einem Video gefragt wurde, an Tagen, an denen ich weiß, ich werde heute nicht viel Zeit zum Kochen haben. An diesen Tagen spare ich mir sozusagen die Gerichte auf, die nicht viel Kochzeit benötigen, die einfach nicht so aufwendig sind. Aber an Tagen, wo ich weiß, okay, heute ist nicht ganz so viel, am Wochenende beispielsweise, da arbeite ich nicht, an diesen Tagen koche ich dann die Gerichte, die einfach ein bisschen mehr Zeit benötigen und einfach
viel mehr Aufwand haben. So passiert es uns echt selten, dass wir abends da stehen und wir haben Hunger, vor allem unser Sohn hat Hunger, aber wir haben so viel zu tun gehabt an diesem Tag, dass ich noch nicht dazu gekommen bin zu kochen oder mein Mann natürlich auch, der kocht auch. Und alles, was wir halt noch aus der Speiseplanung übrig haben an Gerichten, wird einfach zu lange dauern, dann wird das einfach zu lang, zu weit in den Abend hineingehen und dann steht man da und denkt, ja okay, komm, dann holen wir eben für heute eine Pizza. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, war bei uns, passiert uns schon mal, aber dadurch, dass ich im Voraus meistens immer ganz gut einschätzen kann, ob ich an diesem Tag jetzt viel Arbeit oder eher wenig habe, weil ich mir das ja selber einteilen kann, geht das ganz gut. Und nochmal zurück zum Thema Flexibilität, ja. Also wenn ich an einem Tag partout keinen Bock auf eins dieser Gerichte aus der Speiseplanung habe, dann lässt man es halt, dann macht man es halt nicht. Dann kocht man halt an dem Tag was anderes, worauf man dann gerade halt Lust hat und hat dann halt für die darauffolgenden Tage halt ein Gericht mehr geplant. Man ist jetzt zu nichts gezwungen, man kann natürlich auch mal außerhalb der Reihe kochen, das machen wir auch hin und wieder mal, deswegen, flexibel kann man da trotzdem noch bleiben, trotz fester Speiseplanung. Was ich eigentlich immer mache, aber in meinen Speiseplan-Videos bisher, glaube ich, noch nie groß dazu gesagt habe, ist, dass ich immer einen Tag Resteessen einplane. Das heißt nicht, dass wir an einem Tag dann die Woche die ganzen Reste von den Gerichten essen, sondern dass ich für 7 Tage, manchmal tatsächlich sogar mehr, vorplane die Gerichte und am beispielsweise dann jetzt 8. Tag gehe ich durch den Kühlschrank und durch die Schränke auch nochmal und gucke, was ist da jetzt noch drüber, was ist noch über und was kann ich jetzt daraus zaubern. Das heißt, an Tag 8 sozusagen bastel ich etwas aus dem, was noch da ist. Was genau das ist, kann ich im Voraus natürlich nicht wissen, weil ich nicht weiß oder nicht immer weiß, was genau übrig bleibt. Aber ich kann sagen, es findet sich immer irgendwas. Heißt, 7 Tage fest eingeplant und an Tag 8 ist ein gebasteltes Gericht sozusagen geplant. Kleiner Tipp dafür, kauft bei eurem Wocheneinkauf auch 1 bis 2 Teile, nicht wirklich viel mehr für den Vorratsschrank. Was ich beispielsweise mal mache, ich nehme eine Dose Tomaten mit, auch wenn ich in der Woche kein Gericht mit Dosentomaten geplant habe. Oder eine Dose Kokosmilch, wenn ich weiß, wir haben keine mehr da, dann nehme ich da auch mal eine Dose mit, obwohl wir kein Gericht damit geplant haben. Das macht den Braten nicht fett an der Kasse, aber es hilft dann halt für diesen sogenannten Restetag. Ich brauche es nicht immer und ich mache das auch nicht immer, dass ich was für den Vorratsschrank kaufe. Ich glaube, in meinem letzten Food Haul war das, da habe ich nichts für den Vorratsschrank gekauft, da habe ich wirklich nur das gekauft, was verkocht wurde an dem Tag. Nicht an dem Tag, in der Woche natürlich. Was dieser Restetag bewirkt, ist natürlich, dass der nächste Wocheneinkauf um einen Tag nach hinten geschoben wird. Und das ist deswegen vielleicht auch für diejenigen interessant, die das Ganze machen, um Geld zu sparen. Weil bei uns ist es mittlerweile tatsächlich so, dass meine Speiseplanung häufig gar nicht mehr 7 Tage umfasst, sondern häufig sogar mehr. 8 bis 9 Tage hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Plus einen Tag halt Reste essen. Das heißt, es sind super viele Tage, für die man dann einkauft. Und dadurch passiert es häufig, dass wir gar nicht einmal pro Woche, also 4-mal in einem Monat groß einkaufen, sondern 3-mal den Großeinkauf machen. Und das, was dann zwischendurch in so einer sehr langen Woche, nenne ich es jetzt mal, leer geht, wie jetzt beispielsweise Obst oder mal Milch, ne? So Sachen, die man halt einfach, die jetzt nicht fest verplant sind in den Speisen, sondern die man dann halt so normal isst. Das gehe ich dann halt nochmal kurz nachkaufen natürlich, aber so dieser Gesamtbetrag, den man dann in einem Monat ausgibt, ist natürlich viel kleiner mit nur 3 Wocheneinkäufen plus einmal ein bisschen Kleinkram nachkaufen, statt 4 Wocheneinkäufen. Und ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile mit der jahrelangen Übung auch ganz gut darin geworden bin, einen Wocheneinkauf mit 8 bis 9 Gerichten, dass der trotzdem in unserem normalen Budget bleibt und jetzt nicht viel teurer ist als ein Wocheneinkauf mit 7 Gerichten. Also, und das ist nämlich, der Grund dafür ist nämlich, dass mehrere Gerichte mit einer Zutat planen. Also, das ist wirklich so mit so einem Haupttipp auf jeden Fall. Eine weitere Anmerkung habe ich noch zum Thema Speiseplanung, weil ich da auch schon mal drauf angesprochen wurde. Ich plane nur die Abendessen vor, das heißt nur ein Gericht
pro Tag plane ich wirklich groß vor und kaufe dafür ein, weil das Abendessen ist halt die Mahlzeit, die einzige Mahlzeit, die wir als Familie komplett zusammen verbringen. Unser Sohn isst 2 Mahlzeiten in der Kita unter der Woche, am Wochenende natürlich nicht, aber unter der Woche. Und mein Mann und ich, wir frühstücken bzw. essen mittags das, was halt da ist. Ja, also wie gesagt, ich plane da nicht vor, dass ich 3-mal die Woche Porridge esse und 2-mal Brot oder so, sondern das mache ich so, wie ich halt an dem Tag Lust habe und je nachdem, was auch da ist. Und genauso fahren wir mit dem Mittagessen. Meistens mache ich mir irgendwie was Kleines, einen Salat oder so, je nachdem, was da ist, oder auch einfach ein Brot. Und mein Mann isst häufig die Reste vom Abendessen. Und das jetzt nochmal als kleiner 6. Bonustipp sozusagen für den Einstieg. Also wenn es euch wirklich zu viel erscheint, euch da direkt 7 Gerichte auszudenken, erst einmal nochmal zurück zu Tipp 1, ne? Aber sonst startet doch auch erstmal mit 3 Gerichten, dass ihr erstmal 3 Gerichte vorplant. Und ich denke, auch das macht schon einen Unterschied zu erstmal für 3 Tage einkaufen, anstatt für jeden Tag einzukaufen. Weil wenn man jeden Tag einkaufen geht, ich meine, wir kennen das doch alle, oder? Man packt dann auch mal so von den Seiten zwischendurch noch was dazu, was dann damit im Einkaufswagen landet. Dadurch wird der Einkauf einfach nochmal viel teurer, als wenn ihr dann nur 1- bis 2-mal die Woche vielleicht einkauft und so hier und da noch was dazu packt. Wenn ihr noch weitere Tipps zum Thema Speiseplanung habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen und ich sage bis dann. Tschüss!